Moin Leute, heute gucken wir uns mal ein paar Transportmöglichkeiten von diesen Kollegen hier an. So Leute, wie im Intro schon angekündigt, geht es heute um die Transportmöglichkeiten von unseren kleinen Freunden hier, ohne die auf den Spielfeldern natürlich nichts laufen würde. Und zwar sehe ich ab und zu immer wieder ein paar Leute, ja, die versuchen, die Speedloader mit der Tüte zu befüllen. Am schlechtesten geht das hier über diese Kante, weil, wenn ich das nämlich dann versuche, dann versuchen die BBs über die Kante zu springen und ihr seht schon, die fliegen daneben. Es gibt einen kleinen Trick, und zwar kann man am Druckverschluss an der Seite, egal welcher, man kann einfach so einen Knick reinmachen. Ja, dann habt ihr hier so eine kleine Kante und über diese Kante lässt sich der Speedloader ein bisschen besser befüllen. Ja, das geht auch ganz gut, aber es fliegen auch noch ein paar daneben. Vielleicht bin ich auch einfach nur ungeschickt. Das kann natürlich auch sein. So, wenn wir den Druckverschluss an der Seite immer wieder eindrücken, besteht natürlich auch die Gefahr, dass sich der Druckverschluss löst, dass er kaputt geht. So, das ist auch bei der Tüte der Fall. Das heißt, irgendwann kann man den so abziehen. Ja, so, die Tüte ist undicht, die BBs laufen aus. Ist undicht und laufen aus. Ja, das hört sich irgendwie komisch an. Ja, und das ist ein kleiner Nachteil, würde ich sagen. Ne? So, der zweite Nachteil ist, wenn ich die Tüte zumache und so, ich nehme jetzt mal eine vollere Tüte, ja, die ist nämlich noch randvoll. Jetzt stellt euch vor, ihr packt die Tüte bei euch in die Tasche und es kommt Druck drauf. Ja, wenn die Druckverschlüsse nicht so ganz dicht sind oder nicht so ganz halten, dann platzen die natürlich auf, die Kugeln verteilen sich auch in der Tasche. Kann passieren, möglich. Genau wegen diesem Problem haben sich Leute Gedanken gemacht und haben das hier gebaut. Ja, das ist eine Transportmöglichkeit, eine Hülle für Kugeln. Sieht extrem geil aus, finde ich, in Magazin-Style. Ja, hat hier vorne eine Öffnung, hat hier einen kleinen Trichter, den man ausklappen kann, und man hat zusätzlich noch eine größere Öffnung zum Befüllen. Jetzt kann man sagen, boah, genial, richtig geil, aber ihr werdet gleich merken, wenn ich versuche, den Speedloader zu befüllen über den Trichter, da ist nichts drin. Oh wow, geil, 3 Stück, ja, 3 Stück, ja, jetzt sind es 5. Jetzt ist einer rausgekommen. Also ihr merkt, der Teufel liegt im Detail. Das Ding ist nicht zu gebrauchen. Der Trichter ist totaler Mumpitz. Jetzt kann man sagen, oh, hier vorne ist auch noch eine Klappe. Ja, probieren wir mal aus. 2, 4. Ja. Ja. Ich glaube, jetzt sind es 20 BBs drin. Also insgesamt mit den anderen Versuchen vorher auch. Also praktisch ist irgendwie anders. Ja, jetzt kann man natürlich auch sagen, ey, nehmen wir doch hier die große Öffnung. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass hier bei der großen Öffnung, dass hier die Kanten sind. Ja, man kann das hoffentlich sehen, dass hier die Kanten sind und darüber müssen die BBs drüber springen. Und jetzt versuche ich das Ganze mal ein bisschen festzuhalten. Ja. Da sind nur 4 daneben gegangen. Also das Ganze ist eher, ja, hat eher schön, weiß ich nicht. Ist so ein stylisches Ding, aber so richtig praktisch ist es eigentlich nicht. Ne? Und das Ding kostet auch noch 5 Euro. Na, ich glaube, so um die 5 Euro, 5 bis 8 Euro kosten die. Jetzt gibt es aber was anderes. Und zwar gibt es was, das kostet fast nichts. Und zwar habe ich die guten alten Getränkeflaschen. Da müsst ihr allerdings aufpassen. Es gibt so, ja, es gibt so wabbelige Dinger. Das sind so aus ganz dünnem Kunststoff bestehende Flaschen. Ich habe jetzt hier eine Cola genommen, die besteht aus stabilem Material.
In diese Flasche passen circa, also ich habe jetzt mal nachgerechnet, mit den 0,2er BBs, die ich hier drin habe und dem Gewicht, sollen ja angeblich 3000 Stück drin sein. Also kommt hin, circa 2500 bis 3000 Stück passen hier rein. Der Vorteil ist, die lassen sich ziemlich einfach befüllen, indem man den Deckel aufschraubt, einen Trichter nimmt und ihr müsst natürlich darauf achten, dass ihr den Trichter, dass ihr da die Spitze abschneidet, weil sonst sammeln sich in der Spitze die ganzen Kugeln und verstopfen alles und deswegen könnt ihr den auch nicht befüllen. Das ist nämlich auch bei dem, jetzt habe ich den hier hingestellt und zeige dahin, obwohl ihr den nicht seht, ne? Bei dem hier der Fall, bei dem Trichter, der ist einfach, ja, der ist vielleicht viel zu lang, aber auch ja, im Durchmesser ist der zu klein. Ne? Hier ist ein ordentlicher Durchmesser, das passt. Ne? Also Trichter rein, der passt auch exakt hier drauf. Das ist vollkommen genial. Tüte mit den Kugeln und voll machen das Ding. So, und jetzt wollt ihr einen Speedloader befüllen. Und jetzt nehmt ihr einfach den Speedloader und ihr habt ja durch diese Öffnung habt ihr eine perfekte Portionierung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall könnt ihr die BBs einfach so, ohne dass eine Kugel daneben fliegt, befüllen. Vollkommen easy. Das klappt natürlich auch mit anderen Speedloadern. Wenn ich jetzt so einen kleinen nehme, die sind natürlich noch besser geeignet. Da brauche ich gar keine Hand davor zu halten. Einfach nur kippen, zumachen und das Ding ist voll. So, das Schöne ist wirklich, die Flaschen kosten nichts. Ja gut, man muss sich opfern. Ne? Man muss eine Cola trinken oder ich habe ja auch eine Pepsi getrunken. Ja, die Kugelgewichte, die habe ich einfach draufgeschrieben mit Edding. Hier sind 0,25er drin, hier sind 20er. Hier habe ich 23er drin. Da habe ich mal Wasser getrunken. Bei dem kleinen Speedloader gibt es noch den Vorteil, dass man sich mit dem 3D-Drucker so einen Adapter ausdrucken kann. Der wird hier vorne reingesteckt und der hat ein Gewinde dran. Ja, und jetzt kommt der Clou. Man nimmt die Flasche und dreht den Speedloader mit dem Adapter einfach zusammen und ihr habt den größten Speedloader auf dem ganzen Platz. Das ist definitiv noch ein weiterer Vorteil von einer Flasche. Jetzt seid ihr fertig. Dann, so, das wird einmal kurz zu laut. So, einmal wieder auskippen, Speedloader in die Tasche packen, Flasche zudrehen und fertig. Es gibt allerdings eine einzige Ausnahme, wo eine Tüte wirklich sinnvoll ist und die zeige ich euch jetzt. Hier ist die Ausnahme und zwar ist das der 10-Schuss-Clip für den Hater, ja, den Revolver von Umarex, den habe ich auch schon in einem anderen Video vorgestellt. Dafür braucht man eine Tüte, da geht es nämlich ziemlich einfach. Man nimmt den Clip, geht in die Tüte rein, einhändig auch noch und ihr seht, zack, befüllt. Ja, einfach in die Tüte reingreifen und dann mit dem Daumen bin ich hier einmal so oben, habe die Kugeln reingedrückt und fertig. Das geht mit der Tüte wunderbar. Einzeln hier aus der Flasche den Clip hier zu befüllen, das macht keinen Sinn, das macht keinen Spaß. Ja, das ist also tatsächlich eine Sache, wo ich sage, boah, Tüte, vollkommen geil. Was ich noch vergessen habe, ist mit der Flasche, ja, jetzt nehme ich mal das Wasser. Und zwar, falls ihr Granaten benutzt von ja, Nerf-Style, sage ich mal, die gibt es so für 18, 20 Euro zu kaufen. Um die zu befüllen, nehmt ihr einfach den Boden ab und mit der Flasche einfach rein. So, ist befüllt. Okay, jetzt ist ein bisschen wenig drin, aber ihr seht das Prinzip. Die Flasche ist absolut genial. Also die Flasche ist tatsächlich mein Favorit. Die lässt sich auch einfach irgendwo einfach in den Koffer oder in den Rucksack reinstellen. Ist einfach zu transportieren und es passen hier jede Menge Kugeln rein. Also im Prinzip braucht ihr von jedem Gewicht nur, was ihr spielt, eine Flasche. Wenn ich spiele, ich verbrauche vielleicht ein Drittel für einen ganzen Spieltag. So, da habe ich ein Drittel weg. Also man hat jede Menge Reserve
Man braucht nicht die ganze Tüte mit rumzuschleppen. Wenn ihr jetzt eine volle Tüte habt, die wiegt teilweise 1 Kilo, ja, dann schleppt ihr da, wenn ihr mehrere Gewichte habt, dann schleppt ihr da 3 Kilo mit rum. Deswegen, also so eine Flasche finde ich echt top. Und das war quasi mein Tipp von mir für euch. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen. Ja, lasst mir einen Daumen hoch da oder schreibt mir was in den Kommentaren. Wie transportiert ihr eure BBs, etwa in Munitionskisten, wie ich das auch schon gesehen habe? Schreibt mir. Bis denn.